Leute, wie ihr wisst, wir lieben den Norden. Ich bin hier gerade rumgelaufen und da ist mir ja Thor ins Auge gefallen. Nicht nur, weil er natürlich auch sehr, sehr sympathisch aussieht und hier, guck mal, mit der Hose was hermacht, sondern er hat da plötzlich seinen Rucksack aufgemacht und ich dachte, was ist da denn drin? Und deswegen musste ich Thor mal kurz ansprechen. Thor, genau. Was ist hier los? Was machst du hier auf dieser Messe? Ich bin mit meiner Familie hier, aber in Mission meiner Tochter, Aywa Freya, Ari Lazar, meiner Frau Svetlana. Und wir sind hier, weil wir Wasserfilter für Expeditionsfahrzeuge, Campervan, Tiny-Häuser, aber auch für zu Hause anpreisen, verkaufen und haben da eine schöne große Botschaft. Und deshalb sind wir hier auf der Tiny House Messe, um zu gucken, ob wir uns hier nächstes Jahr auch platzieren oder nicht. Ja. Wie gesagt, ich komme gerade von der Abenteuer Allrad, Expeditionsfahrzeuge, und war auf der Outdoor-Messe in München und haben dann gesehen, weil wir immer viele Anfragen haben von Tiny House Besitzern und so, wie können wir unser Wasser, unser Trinkwasser regenerieren, wenn wir irgendwo stehen, wo wir jetzt kein Leitungswasser haben. Zum Beispiel Brunnenwasser, Bachwasser oder aber auch Regenwasser, was ja oft benutzt wird, muss ich natürlich eine Lösung haben. Ja, wir wissen, dass heute, spätestens seit die Bombe geplatzt ist, mit PFAS überall drin ist, in jeder Quelle sogar, dass wir dann auch das Regenwasser auch filtern müssen. Und wir wollen es ja auch lebendig wieder haben. Das heißt, wir haben auch nicht nur eine Filtration, sondern auch eine Verwirbelung und eine Remineralisierung, eine Energetisierung, Vitalisierung. Und vor allen Dingen haben wir eine Lösung gefunden. Das sieht man jetzt hier. Wir sind von der Urquelle. Das ist Tough Case. Diese Tough Case benutzen wir, um unsere Filtration da einzupflegen. Das sieht man dann hier drauf. Ich unterbreche dich mal ganz kurz. Ja. Nicht nur, wir machen ja gleich weiter, aber du hast jetzt gesagt, du bist jetzt gerade von der Abenteuer Allrad und machst das hier für Tiny Häuser. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass ja um das Thema Wasser eigentlich immer noch so ein Mythos besteht, ne, das deutsche Trinkwasser hat so eine hervorragende Qualität und wird so gut kontrolliert und geprüft. Und in Wirklichkeit ist es ja eigentlich so, dass man theoretisch sogar zu Hause einen Wasserfilter einbauen sollte, ne? Genau, für zu Hause haben wir dann natürlich hier auch die Lösung direkt parat. Da haben wir dann eben Leitungswasser ist ja so, ich hatte zweimal jetzt von der Stadtwerke jemanden auf der Messe, da muss ich wirklich sagen, da rennt man bei mir offene Türen ein. Heilpraktiker kriegen 15.000 bis 50.000 Euro Geldstrafe, wenn sie solche Versprechen geben. Bestgeprüfte Gut. Ja. Und nach einer halben Stunde mit dem Mann von den Stadtwerken hat er die Flagge gesenkt und gesagt, ja, was wir nicht testen und prüfen, ist auch nicht drin. Und genau das ist die Philosophie, muss ich an der Stelle mal sagen. Und da wird mir wirklich schlecht, weil ich habe Kinder. Absolut. Und wenn mir gesagt wird, dass Leitungswasser das bestgeprüfte Gut ist, dann werde ich echt sauer. Es kann ja sein, dass es das bestgeprüfte ist, aber das hat ja noch nicht eine Aussage mit der Qualität. Ne? Also kann ja sein, dass sie es gut testen, aber ob die Qualität dann stimmt, ist ja noch was anderes. Genau, wenn ich 35 bis 80 Stoffe teste, von 5.000 bis 10.000 Stoffen, die mittlerweile nachweislich drin sind, dann ist das ja eine Farce zu behaupten, das ist das bestgeprüfte Gut. Absolut. Ja, wenn Mineralwasser noch weniger getestet wird, nämlich nur 10 bis 15 oder 20 Stoffe getestet werden, und ich aus 500 Meter Tiefe oder 1000 Meter Tiefe die normale Filtration wegnehme und ich da unten eine Wasserblase habe mit Schwermetallen, mit Uran, was weiß ich, und dann davon spreche, super tolles Mineralwasser. Also es ist ein Riesenthema, wie du merkst. Aber gerade beim Leitungswasser, da bin ich echt sauer, weil meine Kinder zum Beispiel die ganze Zeit, und wir sprechen nicht von Homöopathie, der Energie im Wasser, sondern wir sprechen von messbaren Stoffen im Leitungswasser, Hormone, Antibabypille, das wissen wir ja alle, heute noch die Impfung drin, Mikroplastik, PFAS ist seit Februar, glaube ich. Und ihr fragt euch, wie das ins Wasser kommt? Durchs Ausscheiden kommt das ins Wasser. Durch Ausscheiden kommt es ins Wasser, wir scheiden die Impfung aus, wir scheiden die Antibabypille aus, die Hormone, aber auch die älteren Menschen, nicht nur die älteren Menschen, werfen auch ihre Medikamente ins Klo. So kommt es wieder in den Wasserkreislauf. Wir wissen alle, alles ist mit allem verbunden. Alles ist im Fluss und deshalb kommt es auch auf uns zurück. Und die Kläranlagen können es halt nicht filtern. Das ist ein Trugschluss. Wir sind so im Nanobereich. Wir wissen selber, der Eisbär in der Antarktis
hat PFAS im Blut. Ja. Ja, also von dem her, worüber reden wir noch? Ja? Ja, und vor allen Dingen, was ja halt auch noch erschreckend hinzukommt, ist, selbst wenn jetzt in diesem Test halt Mengen festgestellt werden, dann wissen wir ja trotzdem nicht, welchen Einfluss das über Jahrzehnte hat. Doch, wissen wir. Es gibt ja Studien dazu, Ja, zum Beispiel bei Kindern, einmal die PET-Flaschen, Ja. die haben ja so östrogenhaltige Weichmacher, Ja, okay. dass das also, wenn man das täglich trinkt, genauso wie Leitungswasser auch, hat diese Hormone auch, diese östrogenhaltigen Hormone, dass das mit der Zeit, gerade im Wachstum der Kinder, bei uns Erwachsenen, kann man sagen, okay, stecke ich weg, wenn man meint, ich möchte es nicht haben. Aber die Kinder im Wachstum, wo die Organe im Wachstum sind, ist das eine Katastrophe. Wenn die bis zur Pubertät, ja, dann sage ich mal, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, aber es gibt Studien dazu, dass das auch den Hormonhaushalt komplett verändert, der Kinder. Also auch Unfruchtbarkeit fördert, ja, aber auch das Identitätsproblem, worüber wir gerade die ganze Zeit diskutieren, ja, ist sehr wahrscheinlich auch mit hausgemacht. Also, ne? Von dem her, sage ich mal... Absolut. Fokus auf jeden Fall auf Wasser und ganz speziell natürlich Trinkwasser. Gebe ich dir absolut recht, Kinder. ist bei uns auch so. Ich glaube, jeder, der halt eine Familie hat, jeder, der Kinder hat, der muss da auch mal ein bisschen über den Tellerrand blicken, sich damit beschäftigen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto schlimmer wird es eigentlich. So wie ihr auch als Familie, sind wir auch, oder auch die Urquelle, alle, ich sag mal, alle Beteiligten der Urquelle sind auch so aufgestellt. Wir wollen alle wieder zurück zum Ursprung. Wir sehnen uns, unser Herz, jede Zelle sehnt sich, zurück zum Ursprung zu wollen. Stress minimalisieren, Schadstoffe minimalisieren. Und es ist das Gegenteil der Fall, ja, was von außen auf uns eindringt. Ja. Und deshalb muss jeder für sich selber die Verantwortung übernehmen, selber in jeder Minute, in jeder Sekunde handeln und immer wieder neue Entscheidungen treffen. Absolut. Für das Wohl, für einen selbst, aber auch für die Familie. So, sind wir mal kurz beim Handeln. Zeig doch nochmal, wenn ich jetzt theoretisch einen Camper habe, was habt ihr für eine Lösung für einen Camper? Also, ich habe folgende Lösung. Einmal haben wir so ein Auftischgerät. Ja, das ist die Active. Ja. Da habe ich auch, hier sieht man die EM-Keramik, Maifan-Mineral, Rosenquarz, Amethyst, Edelschungit drin und auch sogar die Sango-Koralle. Ja, zur Remineralisierung. Und hier habe ich dann nochmal eine Keimsperre oder aber ein Kohleblockfilter von Carbonit. Hier sieht man das auch nochmal ganz gut. Das ist jetzt ein großer Koffer. Den habe ich jetzt zum Beispiel unter meinem, ich habe so einen amerikanischen Schulbus, so Pinterest-mäßig ausgebaut. Der steht in Uruguay, mit dem sind wir in Südamerika unterwegs. Oh, da habe ich den Koffer unter der Küche installiert. Den kann ich auch jederzeit mit so Cinch-Anschlüssen einfach abnehmen und mitnehmen. Ja, und so habe ich mein Wasser, ich kann aus jeder Pfütze mein Trinkwasser regenerieren. Und der Koffer schafft bis zu 10.000 Liter bevor Filterwechsel. Ach, großartig. Und das funktioniert halt mit den 3 Filterkartuschen? Genau, einmal habe ich eine Keimsperre, ich habe einen Sedimentfilter, ich habe einen Carbonblock von Carbonit und ich habe hier unten noch eben wieder nochmal Maifan-Mineral, Edelschungit, Amethyst und die EM-Keramik. Also du filterst erstmal alles aus dem Wasser raus. Filter erstmal alles und raus. Am Ende reicherst du das Wasser wieder mit guten Mineralien an. Energie, Vitalität. Und wir haben natürlich auch noch hier ein Implosionsröhrchen. Da wird das Wasser verwirbelt und implodiert wie in einer natürlichen Bachlauf oder einer Quelle. So wie der Strudel. An der kleinsten Stelle implodiert das Wasser. Die Cluster können aufbrechen, das Wasser wird wieder neu strukturiert, lebendig gemacht. Das haben wir auch zertifiziert, dass unser Wasser hexagonal und lebendig wird. Okay. Wir haben auch noch die UMH, das ist der Bernhard Ratthäuser aus Österreich. Der hat die hier entwickelt vor 30 Jahren. Da ist auch nach dem goldenen Schnitt, beide sind nach dem goldenen Schnitt gearbeitet. Goldplattiert von innen und außen, da sind so Kartuschen drin mit Informationen. Auch wieder Amethyst, Edelschungit, aber auch wird das Wasser dort verwirbelt wieder und implodiert. Also so, dass das Wasser wieder richtig schön dauerhaft lebendig wird, wie in einer Quelle. Okay, also das wäre eine Variante, die kann ich theoretisch überall hinstellen als Aufsteller. Brauche ich Genau, das ist jetzt unsere Zuhause, das ist unsere Zuhause-Edition. Ja. Das ist fürs Leitungswasser gedacht, weil Leitungswasser ja viel schwieriger
zu filtern ist, wie jetzt zum Beispiel Bachwasser, Brunnenwasser oder auch Regenwasser. Ja. Ja, Leitungswasser ist am meisten belastet, um nochmal wieder zurück zum Thema zu kommen. Deshalb haben wir das. Der Tower ist alleine Filtration. Ja. Ne, da haben wir halt eine Umkehrosmose drin. Vor der Umkehrosmose ein Kohleblockfilter und nach der Umkehrosmose auch nochmal Kohle und Kokosschalen für den Geschmack, dass man den Geschmack auch wieder neutralisiert. Und nach der Filtration kommt dann hier die Energiebox. Da habe ich dann die Remineralisierung, weil ja die Umkehrosmose das Wasser wieder kaputt macht. Ja, das weiß man, auch alle Mineralien rauszieht. Ja. Und wenn man Quellen sich anschaut, sind die meisten Quellen halt leicht mineralisiert. Das heißt, so dass wir immer noch eine schöne Aufnahmekapazität haben, entschlacken, entgiftend wirken. Haben wir dann die Sangokoralle da drin oder eben Dolomitenmineral, ja, wo wir die 2:1 Calcium-Magnesium-Lösung haben, Ja. plus 70 Spurenelemente. Und dann haben wir hier drin auch dann wieder eben die Energetisierung, Vitalisierung mit Maifan-Mineral, Edelschungit, Rosenquarz. Okay. Genau, das Und ist für zu Hause. Und sag mal, zu Hause, ich bin jetzt Laie, ne? Und kenne mich jetzt nicht so aus, ich weiß, wo mein Wasseranschluss sitzt, aber wie viel Fachwissen brauche ich denn, um dieses Gerät da aufzustellen? Also eigentlich, ich sag mal, ich habe 2 linke Hände gehabt, ich konnte es installieren. Ja? Man braucht da nicht jetzt irgendwie einen Installateur rauskommen lassen. Wir bieten das natürlich mit an, auch, Ja, okay. ne, den Service. Was braucht denn das Gerät? Einen Zulauf und einen Ablauf, oder? Also das kommt ja unter Tisch. Ja, Also ich kann auch unter der Spüle 2 Meter von links oder rechts weg davon gehen. ja, Die Energiebox kann ich zum Beispiel unter der Fußleiste verschwinden lassen und den Tower dann eben unter Tisch oder eben irgendeinen Küchenschrank. Ja? Ja. Und die Verwirbelung hier nach Viktor Schauberger, die kommt dann direkt vor dem Wasserhahn, also unter dem Wasserhahn. Das ist die letzte Stufe, die Verwirbelungstechnik. Ah, ja, okay. Und hier haben wir dann ja nochmal den Koffer für Campervan. Das heißt, bei dem Gerät brauche ich Zuwasser, Abwasser. Also kann Genau. das quasi Hier ist einfach Zuwasser, an meine vorhandene Wasserleitung an meine vorhandene Wasserleitung anschließen. Okay, super. Aber reine Trinkwasserlösung, kein Duschwasser. Das Okay. ist immer noch mal eine andere Baustelle. Ja? Ja, okay. Dafür gibt es auch eine größere UMH, Master heißt die. Die kann ich dann an den Hauswasseranschluss direkt, bevor sich das Wasser verteilt, anschließen. Dann habe ich Duschwasser, Badewasser, Waschwasser. Aber trotz alledem komme ich für Trinkwasser nie hier drum rum. Ja. Und Campervan-mäßig, wie gesagt, der Koffer. Oder aber, kann ich einmal präsentieren. Genau, jetzt kommt der Rucksack. Ich hatte eigentlich auch den Koffer bei haben sollen, aber der war im Gebrauch bei uns in der Firma. Ich mache mal ganz schnell auf. Den habe ich jetzt hier für die Händler mit dabei, weil wir hier heute keinen Stand haben. Ja, du hattest es gerade gesagt. Eigentlich bist du hier aus persönlichem Interesse und wolltest mal gucken, ob das generell das Thema Wasser hier angenommen wird und ob man hier überhaupt ein Forum hat, über Wasser zu sprechen. Genau, ja, wir wissen ja, dass das Wasser von dem Klientel hier angenommen wird. Tiny House Menschen sind sehr bewusste Menschen. Ja. Ja, sonst würden sie sich nicht für den Bereich interessieren. Die meisten Tiny Houser werden nachhaltig, ökologisch gebaut. Entweder mit Hanfdämmung oder aber Holzdämmung. Das ist ja wunderbar, was man hier so zu sehen kriegt. Ja. Und deshalb passt unser System auch sehr gut hier hin. Ich wollte nur gucken, ob wir nächstes Jahr hier mit dabei sind oder nicht. Und ganz klar ja. Ich wusste nicht, wie groß die Messe mittlerweile geworden ist. Also eine riesen Nachfrage. Wenn man sieht, wie groß die Halle ist, wie viele Anbieter, 70 Anbieter hier in der Halle. Ja, das ist also schon eine gut besuchte Messe hier. Absolut. Also für Leute, die sich für Tiny Häuser interessieren, die da weiter in dem... Wobei, und da muss ich sagen, da fehlt dir so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen wirklich diese Sparte des Ausbaus oder dieser Möglichkeiten, die ich habe, genau wie jetzt halt so Thema, wie kann ich autark werden, wie kann ich halt mein Wasser aufbereiten, wie kann ich das mit dem Strom machen. Hier gibt es 2, 3 kleine Anbieter. Das ist noch nicht so viel hier. Genau, es ist primär halt irgendwie stehen hier die fertigen Tiny Häuser und man kann natürlich auch mal mit den Herstellern drüber sprechen. Ja. Aber ich glaube, ihr werdet eine Bereicherung dann. Auf jeden Fall, das haben wir da schon gemerkt. Die Rückmeldung haben wir auch schon gekriegt. So, das ist jetzt hier so eine Sache. Wir haben auch Koffer dafür, wie gesagt, die Tough Case von Tough Case. Das hört sich auf jeden Fall, gerade wenn man mit einem Camper unterwegs ist,
sehr praktisch an, wenn du dann halt, gerade wie du gesagt hast, so ein Gerät auch theoretisch mal, selbst wenn ich es mal irgendwann warten muss, ich muss ja zumindest das Filtrat irgendwann mal wechseln. Alle 5.000 bis 10.000 Liter. Ja. Kommt drauf an, welches System du wählst. Ja? Und das ist ja eine Menge. Versuch mal Trinkwasser. Wir reden von Trinkwasser. 5.000 bis 10.000 Liter bevor Filterwechsel. Ja. Jetzt haben wir ja hier den Rucksack. Den hat einer unserer Mitarbeiter in seinen Mazda Defender eingebaut, weil da hat er auch nicht viel Platz. Und er möchte ihn, weil er auch oft auf Expeditionen ist und mit Familie und Freunden unterwegs ist, hat einer den Rucksack mit bei, wenn die dann für 1, 2 Wochen auch Exkursionen machen. Der passt eben gut, noch besser als so ein Koffer, weil er weich ist, irgendwo in den Defender noch rein. Ja. Oder aber, wie gesagt, man lässt dieses Tough Case unter dem Defender oder irgendwo außerhalb, hinten dran an der Leiter oder oben drauf halt, kann man ihn auch befestigen. Da haben wir mehrere Lösungsvorschläge. Kannst du da was zum Wasserdruck sagen? Also wie viel Wasserdruck geht am Ende theoretisch verloren oder wie viel Wasserdruck brauche ich? Brauche ich unbedingt ein Druckpumpensystem oder geht das theoretisch auch mit einer Tauchpumpe? Also, ich kann den Koffer, den Rucksack nur mit dieser Handpumpe betätigen. Aha. Das heißt, ich mache 1,5 Liter pro Minute nur mit dieser Handpumpe, Okay. die auch noch gleichzeitig, so wie Katadyn, unser Keramikfilter, der da drin ist, könnte ich den jetzt in meinen Rucksack stecken für eine bis 3 Tagesexkursion. Überleben, sage ich immer. Ein Keramikfilter ist wirklich nur Überleben. Pfützenwasser, Salmonellen, Keime, Bakterien, mehr nicht. Keine Hormone, keine Schwermetalle, keine Pestiziden. Ja, also es ist reines Überleben, so wie jetzt gerade in der Ukraine im Hochwassergebiet oder so. Ah, ich brauche also keine weitere Technik. Ich kann das mit einer Handpumpe machen. Ich brauche theoretisch nur einen See und kann das dann per Hand. Ich kann das per Hand aus jeder Pfütze mein Wasser pumpen. Okay, ja. Ich kann aber auch, wenn ich in meinem Camper-Van, wir sind ja alle individuell aufgestellt, der eine will, der andere will keine Pumpe. Keine Pumpe, kein Problem. Mit Pumpe auch kein Problem, weil dann habe ich halt meine 3,5 Bar Pumpe in meinem Camper-Van, habe ich jetzt zum Beispiel. Ja, und dann kommt das Wasser eben aus meinem Wasserhahn, ja, ganz normal. Das ist ja ein Druckverminderer hier auch. Wir wollen ja auch keinen Druck im Wasser, weil sonst wird's ja wieder tot, wie bei der Umkehrosmose auch. Ja? Und dann kommt eben auch nur 1,5 Liter aus einem extra Hahn nur das Urquellwasser raus. Ne? Spannend. Okay, sag mal, wenn ich mich jetzt gerade so dafür interessiere, ne? Ich nehme an, du hast da so viel Wissen und ich merke ja auch, du brennst für dieses Thema. Es geht dir nicht wirklich darum, jetzt großartig zu verkaufen, sondern dieses ganze Thema Gesundheit und so, man merkt es dir halt auch an. Allein, dass du auch schon gesagt hast, komm, zeig mal meine Familie, zeig mal, wo das herkommt. Wir wollen da natürlich auch so ein bisschen appellieren, dass man sich so um seine Gesundheit kümmern muss, dass man halt einfach dafür verantwortlich ist. Wenn Leute jetzt Fragen haben, wie bist du erreichbar? Wie kann man da nochmal irgendwie Informationen von dir abzapfen? Wie kann man nochmal, also du hast da ja auch so viel Wissen angehäuft. Ja. Das ist ja einfach unfassbar. Also, da muss man ja quasi dich mal irgendwie auch weiter nochmal auspatchen können. Da gibt's hier, sage ich mal, oder hier Urquelle Diamant. Ja. www.urquelle.de. Ich verlinke das unten nochmal. Ja. Und ich bin der Thor Rosner von der Urquelle. Aber egal, wen ihr da erreicht, wir brennen alle dafür. Super. Und, kannst du vielleicht noch 1, 2 Worte zu eurem Laden selber sagen? Also wie viel seid ihr denn? Und wir sind so ein Team von, also wir haben ja auch einen Kanal, Urquelle Familie. Okay. Da sind eben die ganzen Menschen, die sich mittlerweile mit dem Thema beschäftigen und auch eine Anlage haben, die sich austauschen und so. Das macht auch richtig Spaß. Wir haben vom Kanal Alles ist Energie, haben wir den Janek und den Marek mit den Orgoniten, mit seiner Orgonitenseite auch. Wenn ihr bei uns auf die Seite geht, da kriegt ihr noch einen ganz anderen Eindruck auch nochmal von den Leuten, die bei uns mitmachen. Wir haben die Jessica, die für unseren Service mit zuständig ist und so, ganz lieb und mittlerweile sehr bekannt von der Urquelle. Und die Anna, die für den Outdoor-Bereich zuständig ist.
Also da sind wir so mittlerweile der feste Kern, so 6, 7 Leute. Ja, und die, genau. Super. Und natürlich auch so mit dem gleichen, ich habe es ja schon rausgehört, irgendwie, ihr liebt auch das Reisen, ihr seid auch gerne unterwegs. Also quasi mit dem gleichen Interessensgebiet wie wir oder wie die meisten unserer Zuschauer halt auch, ne? Genau, ja, wir sind auch oft in Uruguay, wie gesagt, in Südamerika, aber jetzt auch, das Thema ist ja, denke ich mal, überall, gerade aktuell. Jeder ist auf der Suche, sich zu verändern. Ist so, wie ja. werde ich autark? Wie kann ich mich aus diesem System so ein bisschen befreien und nicht nur von morgens bis abends funktionieren müssen? Ne? Und ja, Gesundheit ist ein Riesenthema, aber eben auch selbstbestimmt und frei zu sein, ist für die Urquelle ein Riesenthema, ganz wichtig. Und da rennen wir, glaube ich, auch, also bei unsere Kunden, kann ich nur sagen, sind sehr bewusste Kunden. Also die bei uns landen, haben entweder schon einige andere Wasseranlagen hinter sich, sage ich mal, andere Hersteller, oder aber haben sich sehr gut informiert. Und wir haben wirklich nur tolle Kunden bei uns. Das macht auch deshalb richtig Spaß. Und der Austausch auch, ja, also ist ja riesenbreit das Thema. Chlordioxid, Wasserstoffperoxid, DMSO. Da rennt man bei uns ja echt offene Türen ein. Und deshalb ist das nicht immer nur so ein Beratungsgespräch, was beim Wasser bleibt, sondern das kann auch oft 1, 2, 3 Stunden gehen, einfach mal mit einem Kunde, weil wir eben uns ergänzen. Absolut. Ich merke es dir auch schon an. Man kommt natürlich auch gerne mit dir ins Reden, weil in der Tat, ich hatte schon gesagt, du hast da auch sehr, sehr viel Wissen. Und jeder, der sich dafür interessiert, der soll den Thor mal anschreiben oder anrufen. Der kann da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu gesunden, guten und zu Familienglück erzählen. Ja, ab und das Tiny. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Thor. Das war sehr, sehr interessant. Tschüss.